Hola, bienvenidos a Yucatan. Herzlich willkommen zurück bei Lost in Paradise. Wir haben unser altes Zuhause Puerto Escondido verlassen und sind jetzt in Progreso. Das ist auf der Halbinsel Yucatan und ja, wir werden jetzt die nächsten Monate hier verbringen und werden ein bisschen die Unterschiede zeigen, wie es in Puerto Escondido bzw. in Oaxaca ist und wie es hier ist. Wir haben schon einige Unterschiede festgestellt, denn wir sind schon ein paar Tage hier und wir sind total begeistert. Es ist wunderschön hier. Heute beginnen wir mit Progreso und ja, jetzt zeigen wir euch ein bisschen die Stadt und dann wünschen wir viel Spaß. Okay, wir befinden uns jetzt im Stadtzentrum. Hier ist so ein kleiner Hauptplatz, direkt neben der Bushaltestelle, wo wir gerade ausgestiegen sind. Und hier ist ganz süß eigentlich. Wir sitzen hier in so, ich kann euch das mal zeigen, in so Stühlen. Ihr habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Die gibt es eigentlich in fast jeder Stadt in Yucatan. Sind mega süß. Hier ist auch irgendein Volksheld schon wieder vom Widerstandskampf. Da hinten weht natürlich die Fahne. Direkt vor dem Regierungsgebäude, wie man sich es vorstellt. So, das hier ist der Parque Independencia. Seit 1976 steht er hier. Also ich glaube nicht, dass es der Benito Juárez ist, so wie sonst. Hier ist auch gleich der Taxistand, wenn ihr irgendwie eine größere Unternehmung machen wollt. Falls ihr euch wundert, welche Fahne hier weht. Die sieht ja nicht ganz so mexikanisch aus. Das ist die Flagge von Yucatan. Die Straße gerade runter geht es direkt zum Malecón. Und das ist die Hauptpromenade hier. Die ist hauptsächlich dazu gemacht, die Kreuzfahrttouristen zu bespaßen, die hier öfters mal ankommen. Denn hier gibt es einen sehr großen Kreuzfahrtanleger. Aber das werde ich euch alles später noch zeigen. Gegenüber ist gleich wieder eine von zig Kirchen hier. Aber das ist ja überall in Mexiko so. Für jeden Block gibt es eine Kirche und eine Schule. Und sogar einen kleinen Obelisken hat es hier. Schick. Oh, Nationalgarde. Polizeipräsenz ist hier in Yucatan genauso heftig wie zu Hause in Puerto Escondido. Da ändert sich nicht viel. Aber ich muss sagen, die Leute sind hier so vom Allgemeinen viel freundlicher. Hier wird man überall sofort aufgenommen. Das ist total nett. Alles freundlich. Man wird kaum übers Ohr kaut, muss man echt sagen. Das ist ganz was anderes. Das kenne ich so gar nicht. Aber genug gequatscht, jetzt gehen wir wieder ein bisschen auf Tour. So, und bewegen uns jetzt mal Richtung Malecón, solange hier nichts los ist. Hier ist mal wieder Einbahnstraße, das ist sehr schön. Muss man nur auf eine Seite der Straße schauen.
Der Weg hier ist witzig. Er ist wie so eine optische Täuschung. Da wird man halb seekrank. Fridas. Das ist hier in Mexiko der Dauerbrenner. Hier gibt es in jeder Stadt gibt's ein Restaurant oder ein Hotel, das Frida heißt. Voll Kult einfach. Hier ist ganz schön windig. Jetzt sind wir am Malecón. Hier wird wohl heute noch Fußball übertragen. Mexiko spielt um 7. Das ist ja interessant. Ja, das ist hier quasi die Hauptstrandpromenade. Das ist der Gründer von Progreso, Juan Miguel Castro. Jetzt wissen wir das auch, das ist dasselbe wie vorne auf dem Marktplatz. So, ja, und da drüben seht ihr eben den Kreuzfahrtanleger. Der ist, glaube ich, 6 Kilometer lang. Das ist einer der längsten der Welt, wenn nicht sogar der längste. Da steht's. El Muelle más largo del mundo. 8.018.98 Metros. 26.000 Fuß. Nö, kann das sein? Keine Ahnung. Wer rechnet auch in Fuß? Ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Das hier ist, glaube ich, das teuerste Restaurant in der ganzen Stadt. Aber so sieht es auch aus. Ich schätze, wir werden wieder auf dem Mercado essen halt. Wow, das ist schon schön. Wasser ist unglaublich geil. Ein windiges hier. Ich habe gar keine Badehose dabei. Oh Mann, vielleicht kaufe ich mir noch eine. So. Nur keine Liege aufschwatzen lassen. Oxo is everywhere. Das ist Massage. Ich brauche keine Massage, ich brauche eine Badehose. Die haben auch gar keine Angst. Die werden sogar angefüttert. Da sind die Hasselhoffs. Cervezas für 25 Pesos. Das ist ja fast derselbe Preis wie im Oxo. Aber da gibt es nur Seafood, das ist nichts für Trizi. Arbeitspause. Oh, ich jetzt nur Cola. Ist noch zu früh heute. Von hier aus sieht man mal richtig gut, wie groß die Mole eigentlich ist. Da vorne ist, glaube ich, kein Schiff. Ja, also riesig auf jeden Fall.
Es muss eben so weit draußen gebaut werden, weil das Wasser so flach ist hier. Und hier ganz vorne am Strand ist es natürlich extrem flach. Hier wird der Strand immer kleiner. Und hier auf der anderen Seite gibt es Dinosaurier. Das habe ich ganz vergessen. Denn wir sind ja in Yucatan, wie wir alle wissen, ist hier damals der Meteorit eingeschlagen, der die Dinosaurier vernichtet hat. Gut, wir sagen Asteroid, hier ist es aber Museo del Meteorito. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwann mal reingehen. Wir haben schon sehr viele schlechte Kritiken gelesen. Also es ist relativ teuer und nach 10 Minuten ist der ganze Spaß vorbei angeblich. Wir konzentrieren uns heute erstmal hier auf den Beach und auf Progreso. Hier gibt es genügend andere Sachen zu sehen. Naja, der Kollege sieht es nicht wirklich echt aus. Ja, das ist glaube ich für die Kreuzfahrttouristen gemacht. So, jetzt sind wir wohl am Ende angekommen hier. Wird es wohl Zeit umzudrehen. Hier sieht man ganz gut, wie flach der Beach ist. Eignet sich bestimmt auch zum Schnorcheln. Zum Teil sieht sie echt aus wie in so einem Freizeitpark. Wie in Rust oder im Moviepark oder so. So, wir sind jetzt wieder zurück im Local-Markt. Wir haben uns doch für lokales Essen entschieden. Das ist um einiges billiger wie vorne am Strand. Es gibt Tortas mit Schweinebraten. Der sieht so aus. Fehlt natürlich nur die Soße. Das ist eins der geilsten Essen hier. Also wir gönnen uns jetzt das und dann schauen wir mal, was drüben auf der anderen Seite vom Pier noch gibt. Provecho. Provecho. Geil. Okay, das war jetzt ultra lecker. Wir haben uns noch einen dritten bestellt, weil es so unfassbar gut schmeckt. Ich kann leider keine Empfehlung machen. Hier hat jeder Laden eigentlich ein Namensschild, nur da, wo wir jetzt waren, nicht. Auf jeden Fall, gleich wenn man reinkommt, erste Ecke links. Ja, und wir haben jetzt für die 3 Cochinita, ja, Tortas in unserem Fall, haben wir 170 Pesos bezahlt. Das sind ungefähr, keine Ahnung, 7,50 Euro, so um den Dreh rum. Kann man nicht meckern. So inklusive Getränke, das war sehr cool. Jo, dann schauen wir mal weiter, was draußen noch so gibt. Das Meer ist hier traumhaft. Wow. Ich glaube, da kann man auch unten durch. Kann ich euch mal den ganzen Strand zeigen. Ja, ist nice hier. Aber Sonnencreme mitbringen. Wie eigentlich immer in Mexiko. Vorausgesetzt, ihr wollt das. Ich bin halt persönlich jemand, der sich nie eincremt. Funktioniert ganz gut seit Jahren. Ja, hier auf der Seite gibt es auch ein bisschen Seegras. Aber ist bei weitem nicht so schlimm wie in Playa del Carmen. Aber der Wind ist echt angenehm. Wahrscheinlich hört man in der Aufnahme gar nichts. Ist sehr erfrischend hier. Das ist nice. Was ist das? Schöne neue Welt.
Dem ganz rechts haben sie schon sein Handy gestohlen oder was? Wir bräuchten mal ein paar mehr Likes. So. Da das hier schon ein bisschen zerstört ist, jetzt hoffe ich mal, dass die andere Attraktion noch ein bisschen besser beieinander ist. Weil auf der anderen Seite hier soll es ein sehr schönes Wandgemälde geben. Ah, hier ist so windstill, das ist ja geil. So, schauen wir mal. Das hier ist das L-Deck. Und hier drüben, da ist er, der Champion. Adrian! Wer es nicht erkannt hat, das soll Rocky Balboa sein. Also hier auf dieser Seite ist es auch ganz schön. Aber es ist wahnsinnig heiß, hier geht kein bisschen Wind. Komplett anders wie auf der anderen Seite. Krass. Da ist ein Beachclub. Auch fett. Hallo Jungs. Was geht so? Nett hier. Sollen wir das mal auschecken? So, steht hier, nur was man nicht darf. As always. Da fahren halt solche riesen LKWs davor. Krass. Der Wind ist auch wieder zurück. Die scheißen mir gleich auf den Kopf wahrscheinlich. Die riecht eh schon so komisch. Ich glaube, hier gibt es nichts. Das ist nur für die lokalen Angler. Ich glaube, das hier ist so einer der nördlichsten Punkte Mexikos, die man betreten kann hier. Stimmt, da drüben ist ein Kitesurfer. Wow. Das sieht man mit der GoPro nicht. Ja, macht schon Sinn bei dem Wind. Aber ich glaube, wir machen uns mal wieder vom Acker hier. Wie brennt mir die Sonne so aus. Schon schön hier. Zurzeit ist eh geil. Alle haben ihre Mexiko-Shirts an. Fußballwelt macht alle verrückt. Wir wohnen da hinten, hinter den zwei großen Hotels, die da an der Spitze stehen. Wir wohnen quasi im Nachbarort. Da ist es ganz, ganz anders wie hier. Viel idyllischer. Ich glaube, wir schauen mal noch darüber, was da noch so gibt. Die haben echt witzige Statuen hier. Also mit dem so ein Red Bull Logo auf den Arsch kleben. Kein Alkohol am Strand. Okay. Ist schon gepflegter wie im Puerto Escondido, muss ich zugeben. Wow. Hier muss man wirklich jeden Quadratzentimeter Schatten mitnehmen. So, wir sind jetzt hier auf der anderen Seite von der Mole de Chocolate, heißt die, glaube ich. Vielleicht haben die da früher die Schokolade angeliefert. Und hier auf der Seite am Strand muss es irgendwo noch so eine große Neptun-Statue geben. Die suchen wir jetzt noch kurz. Und ich würde sagen, wir beginnen mit der Suche da hinten. Ja, ist ein bisschen blöd, dass man hier gar nichts sehen kann, weil hier der ganze Beach mit Büschen verdeckt ist und Booten. Dann sagen wir, gehen jetzt einfach mal da rein und schauen, ob wir den da finden.
Fall gleich flach. Da hinten ist irgendwie ein Freizeitpark oder sowas. Sieht aus wie ein Riesenrad auf jeden Fall und das andere irgendwie ein Freefall Tower oder so. Aber es ist eh schon wieder alles außer Betrieb. Das hat schon mitbekommen, hier ist nur in der High Season. Wenn in Amerika Urlaub ist hier der Teufel los. Ganz anders wie in Puerto Escondido. Da ist immer nur an Weihnachten, Silvester bis Ostern, da ist Halligalli. Also der Herr der 7 Meere. Halt am Beach auch Basketball spielen. Das ist auch stark. Hier auf der Seite ist total schön und ruhig. Da drüben so ein kleines Fußballfeld. Und sind wir mal ehrlich, eigentlich ist das wie gemacht für Beachvolleyball eigentlich. Das gibt es bestimmt. Ah, da hinten ist schon ein Netz. Ja, genau. Ja, schick hier. Ja, und da hinten ist der Freizeitpark. Aber vielleicht hat er auch nur abends auf, das kann auch sein. Das ist in Mexiko nicht unüblich, dass die Läden untertags alle zu haben. Immer nur Fußballfieber. So. Was gibt's hier? Ja, Wahnsinn. Das ist ja voll die Goldgrube hier eigentlich. Wieso haben die alle zu? Ich glaube, wir müssen da echt mal abends kommen, Hasi. Ja. Jetzt gehen wir mal noch zurück. Schauen, was da vorne noch gibt. Da gibt es schon wieder so einen Hai, wie bei uns in Chelempe. Der stand auf einem Pier, aber den Pier gibt es nicht mehr und jetzt haben sie den riesigen Haikopf einfach vorne ans Dorfzentrum gepflanzt. Also keinen echten, sondern einfach nur einen aus Plastik. Keine Panik. Das ist ja noch fetziger, das ist ein Hammerhai. Wow. Das passt zu dir. So, jetzt wird es echt Zeit für die Heimfahrt. Die Mittagshitze ist so brachial heiß. Jetzt kann ich echt verstehen, warum die Leute in solchen Regionen immer Siesta machen. Weil jetzt draußen echt nicht los. Das ist Wahnsinn. Ja, aber wir müssen eh heim. Wir müssen jetzt wieder rüber nach Chelempe fahren und kurz duschen und dann ist natürlich wieder Fußball. Mexiko gegen England. Wir fahren mit dem grünen Motortaxi zum Mexiko-Spiel. Das kann ja doch was werden. Viva! Viva!